Der Bau der H0-Abstellung mit Betriebshof nähert sich mit der hier vorgestellten Lokhalle nun langsam dem Ende. Die Lokhalle ist Blickfang und zentraler Teil des Moduls. In der Realität dienen Lokhallen neben der Abstellung auch als Werkstatt, wie bei der hier zu sehenden Halle der Deutschen Bahn auf dem Rangierbahnhof Mannheim. Da das Thema Wartung bereits an anderer Stelle auf dem Modul realisiert ist, soll hier ein reiner Lokschuppen entstehen, für den bei der Planung bereits das Faller-Modell eines dreiständigen E-Lokschuppens vorgesehen war. Nachdem ich das Modell in einem anderen YouTube-Video gesehen hatte, kam es mir jedoch, obwohl bereits vorhanden, nicht mehr passend vor. Ich habe den Plan daher noch einmal geändert und mich für einen zweiständigen Lokschuppen von Vollmer entschieden, der in doppelter Ausführung zum Einsatz kommen soll. Da, wie im weiteren Verlauf des Videos zu sehen, die einfache Höhe etwas mickrig aussieht, habe ich mich letztlich für eine Verdopplung der Höhe entschieden. Dies war auch inspiriert durch den YouTube-Kanal Ausbesserungswerk, auf den ich bereits im Video zum Bau der Lokwartungshalle hingewiesen habe. Hier bereits ein Ausblick auf das fertige Modell. Viel Spaß beim Schauen des Videos. Der Bausatz enthält diverse gefärbte Kunststoffteile sowie eine ausreichend detaillierte Aufbauanleitung. Die Außenteile sind dabei beige eingefärbt, was nicht zu den bisherigen Modellen des Moduls passt. Sie werden daher, wie unter anderem bereits im Video zum Bau des Gleisbaubetriebs gezeigt, mit einer Mischung aus Fugenzement und Farbe betupft. Dadurch entsteht dann eine graue Putzoptik. Da die Außenfassade noch mit Platten ergänzt wird, ist nur der Rahmen sowie die Innenseite zu behandeln. Die Türen und Fensterrahmen besitzen eine grau-blaue Farbe, die durch ein sattes Blau ersetzt wird. Hier die fertig zusammengesetzten Seitenteile. Für eine Stellprobe auf der Anlage werden die beiden zweiständigen Modelle zunächst zusammengestellt, allerdings noch nicht verklebt. Der Eindruck des Modells wirkt für mich etwas gedrungen, sodass ich mich dann für eine Verdopplung der Höhe entschieden habe. Um keine weiteren Modellbausätze kaufen zu müssen, habe ich die beiden hinteren Wände auf die Frontseiten gesetzt und wo nötig mit Spachtel ergänzt. Die beim Zusammensetzen der beiden Bausätze übrig gebliebenen Außenwände sind um 180 Grad gedreht auf die Grundseite aufgeklebt worden. Da die eigentlichen Rückwände für die Aufstockung der Frontseite verwendet wurden, fehlt die komplette Rückwand. Hierfür habe ich ein Stück dicke Pappe zurechtgeschnitten, in die überzählige Fenster eingeschnitten und eingesetzt werden. Das Ergebnis sieht nach dem groben Zusammensetzen bereits vielversprechend aus. Zur Stabilisierung bzw. Befestigung der Beleuchtung werden Vierkanthölzer verwendet. Als Beleuchtung werden LED-Streifen zur Wageninnenraumbeleuchtung eingesetzt, die farblich angepasst werden. Die verwendeten Digi-Keys-LED-Streifen sind dimmbar und werden auf die maximale Helligkeit eingestellt. Durch das Zusammensetzen der Bausätze entstandene Fugen werden verspachtelt oder durch Pappstreifen ergänzt. Damit ist der Aufbau des Gebäudes abgeschlossen. Wie bereits in den Videos zur Lokwartungshalle sowie zum Gleisbaubetrieb gezeigt, wird zwischen den Gleisen wieder ein Grundaufbau aus Styrodur und Pappe verwendet. Dieser wird bis zu den Gleisprofilen eingegipst. Diesmal habe ich für das Einfügen des Gebäudes bereits Aussparungen vorgesehen. Die Gleise werden wieder mit eingefärbten Papierstreifen verdeckt, wobei die Löcher für die Mittelkontakte vorher durchgestochen werden. Das Problem bei diesem Vorgehen mit Gips- und Papierstreifen, das ich in den bisherigen Videos noch nicht behandelt habe, ist das Wiederherstellen eines einwandfreien und durchgängigen Kontaktes für die Loks. Um Problemstellen zu entdecken, verwende ich die Spannungsanzeige des Messwagens von Pico. Die mechanische Reinigung der Gleise erfolgt mit Gleisradierern und Reinigungsfahrzeugen. Zur optimalen Stromversorgung wird an den Gleisenden Digitalspannung eingespeist. Nach dem Einsetzen des Gebäudes in die vorgesehenen Schlitze werden die Fugen zugegipst. Es folgt ein Anstrich des Untergrunds mit Betonfarbe sowie das Begrasen des Geländes mit einem Elektrostaten. Weiterhin werden zur Einpassung in das Gelände Sand sowie Sträucher und Bäume verwendet. Auf der Rückseite des Gebäudes habe ich für Fotoaufnahmen eines der Fenster ausgespart. Es folgen nun einige Bilder der fertig gestalteten Lokhalle.
Abschluss des Videos zeige ich jetzt noch einige Fahrszenen mit der Lokhalle. Bis zum nächsten Mal.